Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Hitze und Schub sind zwei Dinge, die gerade sehr viele Leute da draußen erleben. Und da gilt es, gut vorbereitet zu sein als jemand mit einer CED. Heute reden wir mal darüber so ein bisschen, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich habe neue Dinge umgesetzt und möchte mit dir mal so ein bisschen teilen, was davon jetzt funktioniert hat. Und vielleicht inspiriert dich das auch, gut durch diese Hitze zu kommen. Also, bleib mal dran. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpott. Hi Tag, ich hoffe es geht dir gut, ich hoffe du bist schubfrei, ich hoffe du bist schmerzfrei und ich hoffe du bist gut durch deine letzten Wochen gekommen und ja, es ist schweineheiß. Ich gehe mal eben so ein bisschen zurück, du hörst vielleicht meinen Bürostuhl, ich sitze hier gerade in 29,5 Grad mit 60% Luftfeuchtigkeit. Es ist richtig heiß da draußen und das geht ganz schön aufs Gemüt. Und wir CEDler merken relativ schnell das Ganze im Darm. Wie reagiert dein Darm gerade? Wie geht es dir gerade? Kommst du gut mit der Hitze klar? Das sind Dinge, die ich immer wieder auf Instagram euch da draußen frage. Und die Antworten sind immer wieder sehr unterschiedlich. Von ich gehe gleich in den Schub über ich komme sehr gut klar aktuell. Aber sehr oft wird auch gesagt, es wackelt gerade an allen Ecken und Enden. Und es kommt so ein Unsicherheitsgefühl auch auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin sehr gut aufgestellt momentan. Und ich möchte das gerne mit dir teilen. Denn vielleicht inspiriert es dich so ein bisschen, alte Gewohnheiten mal ganz kurz zu hinterfragen. Weil wir dürfen uns ja anpassen. Und ich muss sagen, ich komme momentan ganz gut klar. Es gab 2 Tage, an denen ich wirklich gemerkt habe, meine Güte, ich komme langsam körperlich an meine Grenze und bin dann auch einfach in einem Stuhl eingeschlafen zum Beispiel. Aber der Darm macht zum Glück mit. Und das Wichtigste für mich, ich bin ein Kandidat, der sehr gerne bei großer Hitze Durchfall produziert. Ich war dieses Mal sehr gut vorbereitet, denn ich habe tatsächlich an meiner Ernährungsweise geschraubt, habe sie angepasst. Und das möchte ich ganz gerne mit dir teilen, denn ich kann nach jetzt 1,5 Wochen oder fast 2 Wochen sagen, ich hatte keinen Durchfall bis jetzt. Das ist ziemlich cool. Ich bin da sehr stolz drauf gerade, weil alles funktioniert, was ich mir vorgenommen habe. Und dementsprechend, lass uns doch da mal tiefer reingehen und ich erzähle dir genau, was ich gerade wie mache. Tough times never last, but tough people too. Ja, wir sind alle Gewohnheitstiere, alte Gewohnheiten aufbrechen, neue Gewohnheiten implementieren, neue Routinen implementieren. Das ist jetzt nicht unbedingt die Stärke von Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Ich gehöre mit dazu. Ich habe immer wieder versucht, seit dem Darmriss das zu perfektionieren, dass ich mich blitzartig auf neue Ereignisse einstellen kann über die Resilienz, dass ich die trainiere. Diesmal war mir klar, okay, in den letzten Jahren hatte ich immer und immer wieder Schwierigkeiten mit Durchfall. Dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, ich halte das Thema Ernährung jetzt einfach mal wirklich im Blick. Auch sportliche Betätigung mit dabei, aber heute soll es hier um die Ernährung gehen. Und ich habe wirklich meine Ernährung komplett angepasst an diese Hitzebedingungen. Was habe ich gemacht? Meine eigentliche Routine ist normalerweise so, ich esse morgens etwas, meistens so etwas später, so gegen 10 Uhr. Dann esse ich mittags etwas, dann esse ich zwischendurch vielleicht nochmal irgendwie so einen Snack und dann esse ich abends meistens was. Immer so 2 Stunden vor dem Schlafen ist meine letzte Mahlzeit und dann gehe ich ins Bett, damit der Magen wenigstens leer ist, wenn ich ins Bett gehe. So, das ist meine Routine. Die kann ich abrufen, die läuft, auch wenn wir auf Reisen sind. Es läuft genau so meistens ab. Und das musste ich jetzt wirklich verändern. Denn in den letzten Jahren, ich habe mir Aufzeichnungen gemacht und ich habe Tagebucheinträge geführt, so chronische Tagebucheinträge, wo ich gemerkt habe, ich habe in der Vergangenheit, ich bin jemand, der sehr gerne kalte Getränke zu sich nimmt und ich bin jemand, der sehr gerne auch deftige Sachen isst in der Hitze. Also
Ich kann mich auch nur vom Grillen ernähren. Pflanzlich natürlich, aber wenn es so heiß ist, ne? Aber das ist halt eigentlich gar nicht so cool, weil wenn ich bei 30 Grad oder 36 Grad fettige Dinge esse gegen Mittag, dann weiß ich, kriege ich Probleme. Also ist es doch ganz gut, wenn man mal ganz genau drauf guckt, Muster erkennt und dann dementsprechend handelt. So, was habe ich anders gemacht? Ich habe jetzt meine Ernährung über den Tag verteilt. Das heißt, ich habe das Klassische gemacht, was man mir damals beim Kurzdarmsyndrom auch gesagt hat. Immer kleine Portionen essen. Hast du bestimmt als chronisch Kranker auch schon mal gehört. Befolge ich in der Regel bei normalem Wetter nie. Ich esse meistens 3 Mahlzeiten, große, fertig. Aber hier macht es jetzt gerade total Sinn. Wenn ich morgens nach einer langen Nacht aufgewacht bin, lange Nacht, weil total warm, wir haben momentan im Schlafzimmer so 26 Grad, das ist nicht cool. Und ja, ich mache das dann so, dass ich danach erstmal eine Elektrolyte zu mir nehme, weil ich viel verloren habe. Dazu kommt übrigens zum Thema Elektrolyte kommt jetzt ein Video auf meinem YouTube-Kanal. Abonniere den gerne mal kostenlos, dann verpasst du das nicht. Das wäre sehr schön, weil da haben wir genau das Thema besprochen. So, und dann warte ich erstmal ein bisschen und zwar so bis 8 Uhr, 9 Uhr und nehme mir dann einen Proteinshake erstmal mit an meinen Arbeitsplatz. Heißt, diesen Proteinshake mache ich mit Sojamilch, dann habe ich nämlich schon mal erstmal Proteine, dann kommt da mein Proteinpulver rein und dann kommen da noch Flohsamenschalen rein. So habe ich morgens, ohne meinen Magen komplett voll zu ballern, Ballaststoffe, Proteine und Flüssigkeit zu mir genommen. Dann ist es so, dass ich gegen Mittag mache ich mir pflanzlichen Skyr, habe ich jetzt hier. Und den packe ich mir in so eine Müslischale, pack da noch ein bisschen gepufftes Amaranth rein. Haferflocken ist mir zu schwer für den Darm, ist mir zu viel, da muss er zu viel arbeiten, aber gepufftes Amaranth ist sehr gut, ballaststoffreich und eisenhaltig auch, das ist sehr cool. Und dann packe ich da noch Heidelbeeren meistens rein oder so eine TK-Beerenmischung. Und das verrühre ich dann und damit habe ich auch nochmal so 20 bis 25 Gramm Proteine zu mir genommen. Dann, wenn ich fertig bin mit meiner Arbeit, esse ich noch eine Banane. Zwischendurch vielleicht mal greife ich in so eine Cashew-Nuss-Tüte rein und esse da auch nochmal ein bisschen was. Da sind viele Pausen zwischen. Und am Ende ist es so, dass wenn die Sonne untergeht, dann fangen wir hier an, gerade den Grill auszupacken. Und tatsächlich gibt es dann pflanzliches Grillgut plus Salate. Und wir füllen quasi dann auf, was wir über den gesamten Tag nicht gegessen haben. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, am Anfang dachte ich, ich nehme nie meine Kalorien zu mir, die ich eigentlich nehmen müsste. Und ich hoffe, dass ich so auf die Sachen komme. Und mir war wichtig, ich komme auf mein Protein und ich komme auf meine Ballaststoffe. Das ist mir sehr wichtig. Und ich kann dir sagen, dass mein Darm das richtig, richtig gut findet. Ich habe eine ganz andere Morgenverdauung. Es ist wirklich kein Durchfall dabei. Ich habe kein Grummeln. Ich habe keine lästigen Blähungen. Ich habe keine negativen Veränderungen. Ganz im Gegenteil. Ich bin kraftvoller, obwohl das wirklich auch an mir zerrt. Ich schwitze die ganze Zeit. Aber ernährungstechnisch, toi, 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 ich klopfe hier auf meinen Schreibtisch, läuft es gerade wirklich gut. Und das ist eine Routine, die funktioniert offensichtlich bei mir gerade sehr gut. Und das ziehe ich jetzt wirklich so durch, bis es hoffentlich wieder kühler wird. Und dann wechsle ich einfach von der einen Routine in die andere Routine. Das größte Ding für mich war wirklich, es auszuprobieren, weil einfach Ernährung ist ja auch etwas, was Energie gibt. Und Energie ist wieder voll mein Thema. Ich muss aufpassen auf meine Energie, damit ich durch den gesamten Tag komme und nicht mittags schon wieder Schicht ist. Und damit fahre ich sehr gut. Das heißt, solltest du jetzt irgendwas von dem dir adaptieren und umsetzen, dann achte aber trotzdem bitte gerade an den ersten 2 Tagen darauf, wie es dir geht. Wie reagiert dein Körper? Jeder Körper ist anders. Es ist alles individuell immer. Aber ich habe für mich festgestellt, das ist das Beste, was ich machen konnte. Und
Oftmals war es wirklich so, weil die Lösung steckt ja immer in einem, das ist das Systemische. Aber oftmals ändert man gerade solche Essroutinen oder Schlafroutinen nicht, weil man Angst hat, dann funktioniere ich nicht mehr. Oder das könnte nach hinten losgehen. Vielleicht kennst du das auch. Aber das darfst du über Bord werfen, denn wir haben gerade eine Ausnahmesituation. Die Ausnahmesituation ist für den Körper real. Und das spürst du. Und deswegen schau mal morgens, wie geht es dir? Wie viel Energie hast du, wenn 100% der Akku voll wäre? Wie viel Energie hast du morgens, wenn du aufstehst? Und dann schau mal, wie verträgst du dein Frühstück? Wie viele Mahlzeiten nimmst du zu dir? Wie viel trinkst du am Tag? Ich trinke so um die 3 Liter, komme ich drauf. Aber wie viel trinkst du? Und ich möchte dich einladen mit dieser Folge, mal deine Essensroutinen dir zu betrachten, draufzuschauen und zu gucken oder zu bewerten, tut mir das in der Form gut oder sollte ich es verändern? Und es läuft eigentlich bei mir persönlich in den Coachings auch immer so, alles, was funktioniert, darf bleiben und alles, was nicht funktioniert, fliegt raus. Und was bei mir funktioniert, muss bei dir nicht funktionieren und umgekehrt. Und deswegen ist es trotzdem aus meiner Sicht wichtig, immer wieder Dinge auszuprobieren, um den Körper zu unterstützen. Dein Körper leistet gerade Außergewöhnliches. Er passt sich gerade einer Situation an, die von außen ziemlich heftig ist. Ich habe ja gesagt, fast 30 Grad und 60%. Das ist ordentlich. Vielleicht strugglest du gerade selber. Einige Leute haben mich angeschrieben und sagen, ich kann bald nicht mehr. Ich bin kurz davor, ins Krankenhaus zu fahren. Ich verstehe das und schicke dir jetzt hier quasi ganz, ganz viel Kraft rüber in deinen Alltag, in dein Leben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn jetzt irgendein Tipp davon dabei war, wo du jetzt sagst, hey, das probiere ich mal aus. Jawohl. Wenn du bis hierhin gehört hast, würde es mich wahnsinnig freuen, wenn du mal ein Eis-Emoji in das Kommentarfeld reinschreibst, weil dann sehe ich, dass du bis hierhin gehört hast. Ich habe mich letztes Mal so gefreut, wie viele Leute Achterbahn-Emojis geschrieben haben. Ich habe plötzlich Achterbahn-Emojis per E-Mail bekommen und es war einfach so toll im Alltag zwischendurch das zu sehen. Das war so herrlich. Also es kommt an. Deswegen, wenn du bis hierhin gehört hast, einmal Eis-Emoji in das Kommentarfeld oder auf Instagram oder wo immer du mich anschreiben möchtest. Ich freue mich, deine Reaktion mitzubekommen. Jawohl. So, komm gut da durch. Es sind nur noch ein paar Tage und wir haben Juni, ne? Das kann jetzt noch ein paar Mal so kommen. Im Juli, August, das wird richtig interessant. Aber finde deine Werkzeuge, stelle bestehende Routinen immer gerne auch mal wieder in Frage. Greife rechtzeitig darauf wieder zurück dann, wenn es dann passt, mach es passend für dich. Das ist wichtig. Bleibe in einer guten Körperverbindung. Wir hören uns recht bald wieder, du, ich und mein Kron. Und bis zum nächsten Mal. Bis bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Mach's gut. Ich zähle nächstes Mal nach, ob noch alle vollzählig sind. Bis dahin. Tschüss, schönes Wochenende. Dein Kai.